Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Orakel. Was kommt die nächsten 72 Stunden auf uns zu? Welche Themen dürfen wir angucken? Was ist für das Kollektiv verfügbar? Und wir brauchen hier eine gewisse Nüchternheit. Das heißt, wir sind nicht benebelt, wir gucken klar auf die Dinge. Möglicherweise auch Momente, wo man mal so ganz nüchtern betrachtet merkt, wo man irgendwo einen Platz verlassen muss oder wo man nicht mehr am richtigen Ort ist, wo man eine örtliche Gegebenheit oder eine ungute Situation erkennt, dass sie nicht mehr richtig für einen ist. Eine Phase ganz großen spirituellen Wachstums haben wir hier. Wir legen ein Kleid ab, das uns nicht mehr passt. Es kann ja auch sein, dass man so dieses Gefühl hat, am liebsten würde ich mal davonrennen. Ja? Ich habe keine Nerven mehr, wenn ich das alles ganz nüchtern betrachte, dann möchte ich mich am liebsten entfernen aus allem. Und wir haben unten noch familiäre Veränderungen. Ne? Es kann hier sein, dass man auf die Sachen guckt, die einen umgeben. Möglicherweise ist es ja auch so, dass Kinder irgendwo anders hingehen oder ihre Plätze verlassen und sich woanders orientieren. Die familiären Veränderungen, die hier liegen, die sind ja so gemeint, dass hier das so abgesprochen ist, dass sich im Familiensystem was tut, dass alle klar auf die Situation gucken können. Und dass alle damit einverstanden sind, so wie es ist. Hier gibt es auch so dieses Ding, dass man eventuell viel näher zusammenwachsen kann, als man es bisher konnte. Schauen wir weiter. Ja, die Nüchternheit, die lässt ganz klar auf die Dinge gucken, die wir vielleicht vorher verblendet gesehen haben oder wo wir so ein bisschen gerne auch die Wahrheit verdreht haben. Zweifel legen sich hier in den Mittelpunkt, Unsicherheiten. Ich muss das mal weglegen hier, dass wir Platz haben. Eieiei, so nochmal. Hier ist es so, dass das Leben einem ein Geschenk überreichen möchte und es geht darum, den Geschenken des Lebens zu vertrauen. Ja? Auch zu gucken, wo brauche ich etwas Wandel, dass ich selber nicht verdörre oder verblühe. Hier ist auch so eine Sache, in die hat man ziemlich viel investiert oder man hat, sagen wir mal, so Energie gegeben, auch in den Gedanken, erschaffen, geschöpft und gemacht und getan, auch für all die anderen. Und wo sind wir selber geblieben? Wo stehen wir jetzt? Das ist hier die zentrale Frage. Diese familiären Veränderungen, das kann unsere Kinder betreffen, unsere Männer, unsere Eltern und damit dann uns auch selbst. Eine Situation, die sich verändert, die vielleicht auch so im Moment noch gar nicht richtig bis zu Ende gedacht werden kann. Die im Unterbewusstsein auch rumrumort. Wo, ich sage mal, der Stressfaktor irgendwo auch da ist. Das Ganze dient eigentlich, um Hindernisse aus der Vergangenheit aus dem Weg zu räumen, eine Richtung frei zu machen, die vorher nicht möglich war.
Und wir schauen mal wieder in ein schicksalshaftes Geschenk. Ich kann es nun auch nicht ändern. Hier dürfen wir die Kontrolle ablegen. Hier ist für die nähere Zeit oder die Zeit, die ich abfrage, einfach sehr viel Schicksal im Spiel. Schicksalshafte Dinge, die von außen auf einen einwirken. Eine Last, auch irgendwie ein Familienkarma. Eine Aufgabe, wo man vielleicht auch schicksalshafte Begegnungen hat, die sehr, wie nennt man das, man macht die Augen auf, man guckt etwas genau an. Man erkennt plötzlich vielleicht auch, wo man einen völligen Irrglauben in irgendwas hatte, sich getäuscht hat. Hier kommen nochmal die Familienthemen. Also es könnte hier so ein Trouble sein, der sich auf dieser Ebene abspielt. Das können auch die Generationen nach hinten sein, die das schon mitgegeben haben. Man sieht einfach Familienkarma am Wirken. Die Geschichten praktisch der Familien, die Themen, der ganz nüchterne Blick drauf. Kann ein bisschen stressig auch für alle sein. Man wird mit etwas konfrontiert, an dem man am Ende sehr wächst, aber das sieht man noch nicht. Und aus dem Umfeld kommen hier die Momente, die sehr viel Klarheit bringen in die Situation, die Möglichkeiten geben, nach den Sternen zu greifen. Das Schicksal bringt hier hier wird es Nüchternheit genannt, hier würde ich sagen eine Klarheit, eine Wahrheit, ein Blick auf etwas, das uns wirklich die Augen öffnet und einen Moment, bei dem man vielleicht auch denkt, Mensch, das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, wo ist das nächste Schlupfloch? Sowas wie unverhofft kommt oft. Man hat hier so eine Bewegung, die richtungsändernd ist, die auch nicht aufgehalten werden kann. Manchmal hätte man ja gern, dass alles gleich bleibt. Hier möchte man, dass sich was bewegt. Man hat aber trotzdem diese Befürchtung, ja, wenn sich was bewegt, wohin bewegt sich das dann denn? Und es geht um uns selber, um unser Leben, um unseren Platz, um unser eigenes Schicksal, um Beziehungsdinge, um Verwundungen aus diesem Bereich, um karmische Kreisläufe. Es geht darum, Hindernisse zu überwinden, Plätze zu verlassen, die einem nicht mehr dienen oder die nicht mehr zum Lebensplan passen. Und das, was ich hier habe, das betrifft jetzt vielleicht, hier liegen die Paare, ne? Aber trotzdem betrifft es alle. Ne? Wir haben, wenn wir uns die DNA angucken von jedem, wir haben immer zwei. Ne? Eine väterliche DNA, eine mütterliche DNA. Wenn wir das zusammennehmen, ist es ein Haufen Zeugs. Ne? Die Generationen nach hinten, die Generationen nach vorne, das ist ein großer Prozess. Wenn ich das Wort Nüchternheit höre, ist es für mich auch so, dass man sich bestimmter Süchte entledigt. Hier kann es zum Beispiel sein, die Sucht, gebraucht zu werden. Das kommt natürlich immer auf das ureigene Thema an, das ist nur ein Beispiel. Oder auch den anderen mal loszulassen, nicht immer so fest zu halten, zu deckeln, was der andere für Themen mitbringt. Es geht hier in der Linie um das Gegenüber, hier um uns.
wo sind hier Plätze besetzt oder wo hängt man energetisch auch irgendwo fest, wo sich nichts nach vorne bewegen kann, wo muss man den Platz auch mal verlassen und sagen, so hier, ich mache ein bisschen Platz, und wenn das nicht gelingt, dann kommt eben das Schicksal und sorgt dafür, dass dieser Platz irgendwie so frei wird, dass wir erkennen können, was Sache ist. Okay, mal wieder ein Thema, das ich gerne ausblenden würde. Schauen wir ein bisschen weiter. Wir haben die verzauberte Wiese mit dem Heiligtum dabei. Hier wird man daran erinnert, dass man mal die Energiereserven auffüllt oder erneuert. Dass man sich für die eigenen Bedürfnisse kümmert und auch für sich einsteht, dass man intensiv sich um sich selbst kümmert, nicht nur um alle anderen. Dass man irgendwo einen Platz hat, wo man sich geschützt fühlt. Hier ist sehr viel Energie vorhanden, das ist mir auch klar, hier fällt das Kreuz, ne? Und hier geht es darum, dass wir uns nicht um all die anderen immer kümmern und selber dann keine Reserven haben, wenn es drauf ankommt, sondern dass wir uns Grundlagen schaffen, die uns dann zur Verfügung stehen, wenn wir sie brauchen. Und, das passt jetzt wunderbar, die Karte sagt eine Zeit der Blüte und Entfaltung voraus. Und das liegt ja hier mit den Blumen auch in der Mitte, ne? Man muss sich auch nicht immer nur mit Problemen und Schwierigkeiten auseinandersetzen. Man darf auch bewusst mal diesen Platz verlassen. Und genau das sagt die Karte aus. Welches Krafttier geht hier mit? Das passt auch wunderbar, der Hamster, der bunkert in seinen Backen die Sachen, die er braucht, wenn es nötig ist. Er schafft sich Grundlagen, er kümmert sich um sich, um sein eigenes Reich und er sucht den Punkt, wo er im Leben zufrieden ist, ne? Es geht auch darum, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich selbst zu genügen und unvoreingenommen seinen eigenen Weg weiterzugehen. Wir legen am Ende der Legung. Und hier scheint es mir so, dass ein Platz für uns frei wird, den wir uns dann so gestalten dürfen, wie er uns gefällt. Okay. Wir nehmen heute mal noch eine Karte von Nadine Sanssouci-Karten. Ich bin gespannt. Ups, da fällt schon eine. Der Strohballen. Wichtige Probleme angehen und sich nicht mit Kleinigkeiten, Belanglosigkeiten aufhalten. Hier kann sein, eine Erlebnis- oder inhaltslose Phase zeigt sich. Oder man denkt so, etwas, was mir zusteht, das kriege ich nicht. Ne? Und die nächsten 72 Stunden gehen einfach mit dem Ding einher. Sorge mal dafür, geh die Probleme an, betrachte die Dinge nüchtern und gucke, wo du stehst und hol dir deine eigene Belohnung ab. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.